Die Leidenschaft fürs Fliegen hat ihn schon als 9-Jährigen gepackt. Heute ist er einer der weltbesten Gleitschirmpiloten und fliegt auf dem ganzen Globus von Erfolg zu Erfolg. Chrigel Maurer, der Adler von Adelboden. Wer ist dieser Extremsportler? Was treibt ihn an auf der Suche nach der ultimativen Herausforderung? Woher kommt seine Fähigkeit, auch Misserfolge und Enttäuschungen in neue Ziele zu wandeln? Und woher kommt sein unbändiger Wille, sich immer weiter zu entwickeln? Das ist so eine Hauruck-Aktion, das ist nicht kontrolliert. Also eine Hand. Ja, es geht ja. Es geht ja. Fast. Nein, ich habe das Gefühl, Man nicht. da kommen wir weiter mit. Du musst das trainieren, was du gut kannst. Oder wie sieht der Psychologe? Nein. Hä? Ich würde sagen, in der Vorbereitung das machen, was du schlecht kannst, wo am meisten Potenzial hast. Im Wettkampf auf das setzen, wo du auch gut bist. Also. Zum Beispiel. Der Bergführer und Psychologe Thomas Dörriat arbeitet seit 6 Jahren mit Chrigel. Er ist Coach, Teamgefährte und Freund in einem. Spannend an dem Training, das ich mit dem Thomas zusammen machen kann, ist ja, dass man sich gegenseitig ein bisschen pusht. Oder wir einander vielleicht sogar sehr pushen, indem dass wir so kleine Wettkämpfe machen. Wir sind beide so ein bisschen kompetitiv und dann kommt man einfach weiter, weil man sich plötzlich noch ein bisschen mehr Mühe gibt, als wenn man einzig einfach sagt, man gibt sich Mühe. Ja, ich kann es nicht. Ich hätte es auch fast geschafft. Ich glaube, wenn du immer sagst, ich kann es nicht, das stimmt zum Schluss plötzlich noch. Also. Kannst du sagen, ich kann es noch nicht? Wenn man vielleicht einen Athlet mit einem Auto vergleicht, dann reicht es nicht einfach viel PS zu haben. Man muss die PS auch auf den Boden bringen. Das heisst, das, was man hier übt, ist vielleicht vergleichbar mit dem Reifenprofil, das man griffiger machen will. Das heisst, man muss stabil sein, man muss stabile Fußgelenke haben, man muss aber auch die vielen wackeligen und unkontrollierten Bewegungen, die es im weglosen Gelände gibt, können stabilisieren und so trittsicher umsetzen. Eine Paradedisziplin von Chrigel Maurer sind sogenannte Hike-and-Fly-Abenteuerrennen. Das härteste Rennen dieser Kategorie führt von Salzburg über die Alpen nach Monaco. Die Ex-Alps. Die Teilnehmer überwinden die 1500 Kilometer, wenn immer möglich, mit dem Gleitschirm. Oft aber auch zu Fuß. Die Piloten wählen ihre eigene Strecke, müssen aber verschiedene Wendepunkte passieren. Immer wieder geht es darum, so schnell wie möglich den besten Startplatz für den folgenden Abschnitt zu erreichen. So, Start von der Zugspitze. Ist Glück. Juhu. Mit von der Partie ist auch Thomas Dörriat. Er koordiniert die Versorgung, begleitet Chrigel auf schwierigen Passagen, findet den nächsten Biwak und Startplatz. Kann man hier auf die Alm hochfahren mit dem Auto? Zwieselalm. Ja. Die Athleten fliegen, klettern, laufen während 18,5 Stunden pro Tag. Jetzt am Klettersteig. Es ist langsam Abend. 20 vor 9 Uhr. Und die Stimmung
ist unglaublich schön. Ich denke, so versteht jeder, warum man das X Alps gemacht hat. Da unten Konkurrenz auf dem Gletscher, der Bohr hat Nebel und der Heli, der ein paar Filmaufnahmen macht. Kregels Flugerfahrung hilft ihm, auch bei schwierigen Flugbedingungen weiterzukommen. Als einzigem Piloten der Welt gelingt es ihm, die X-Alps 3-mal in Folge zu gewinnen. He won in 2009 in 9 days and 23 hours. He won in 2011 in 11 days and 4 hours. And in 2013, he finishes in a record-breaking 6 days, 23 hours and 40 minutes. Ja, da hat es ein gutes Beispiel, das zeigt, wie wir zusammen arbeiten und wie wir probieren, uns zu ergänzen. Und da im Sommer 2009 ist vielleicht das Beispiel, das am typischsten zeigt, wie wir funktionieren. Es war am Tag 7. Wir waren in einer komischen Situation und haben gewusst, jetzt müssen wir sehr viel riskieren und die Abkürzung probieren. Die Abkürzung war, auf das Weisstor raufzugehen. Dort oben haben wir gemerkt, dass es überhaupt nicht so ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Weil der Gletscher war flach. Es hat nicht den Wind gehabt, den wir uns vorgestellt haben. Wir haben eigentlich gedacht, dort oben kommt man auf und kann hinten auf Zermatt fliegen. Und ich weiss noch, ich bin total frustriert. Ja, aber irgendwie haben wir dann gleich das Gefühl, wir müssen es in die Luft. Und spontan habe ich an einen Drachen gedacht, den ich im Wind steigen lasse. Ich Thomas gesagt, aber der kann ziehen kräftig, um mich da 10, 15 Meter in die Luft zu bringen. Und das hat nachher funktioniert. Und ich denke, es ist halt dort ein Moment, wo wir probiert zu improvisieren, wo man halt nicht nur den Kopf entscheidet braucht, sondern auch den Bauch entscheidet, dass man nachher so zusammen als Team möglichst schnell vorwärts kommt. Auf dieser Wiese ist Kregel zu seinem Erstflug gestartet. Damals, als 9-jähriger Bub. Hier in Adelboden ist er aufgewachsen. Sein Vater hat ihm schon früh erlaubt, den Gleitschirm auszuprobieren, obwohl das vom Gesetz her erst mit 15 Jahren erlaubt ist. Nein, ja schon. Eben, so zum Geburtstag darfst du fliegen. Und nachher in einem Jahr um und vielleicht mit 11 bin ich zweimal geflogen. Und mit 13 hatte ich dann selber einen Schirm. Und dann bin ich schon mehr geflogen. Oder, ich habe mehr geübt offiziell, aber es hat mich ab und zu abgehoben. So. Das erste Risiko ist natürlich immer da, aber ich habe selber auch viel ausprobiert und habe probiert, den Jungen die Freiheit auszugeben. Ich habe gesehen, dass sie noch das nötige Verständnis hatten, oder den nötigen Respekt. So. Bin ich froh, dass ich noch nicht viel zu übermütig. Für mich war es natürlich einfach, es war schön, das, was man selber auch als Hobby macht, mit dem Kind zu machen. Da bin ich natürlich sofort dafür und noch viel gelernt später. Kregels erster Gleitschirm, ein Geschenk von seinem Vater. Das ist ja furchtbar, wer hat das erst gebraucht? Selbst ein begeisterter Pilot der ersten Stunde sieht Gilgian das sportliche Talent seines Sohnes als Familienvermächtnis. Ich vermute, jetzt ist es schon ein einfach eine geschenkte Gabe, eine Vererbung, etwas, eine Flugfaszination, die man in sich hat. Man muss auch ein bisschen das Gespür in der Luft, einfach Freude am Luft und an der Natur, hängt manchmal zusammen, aber man kann nicht alles lernen. Es ist hier ein Geschenk.
Ja, hier der farbige Schirm ist vom 87. Der hat etwa ein Gleitverhältnis von 1:4. Also mit einem Höhenmeter ist man 4 Meter vorwärts gekommen. Und jetzt hier, der nächste Flug, das ist ein Wettkampfschirm, den ich an diesem Hike-and-Fly-Abenteuer einsetze. Und der hat ein Gleitverhältnis von 1:10 bis 1:11. Also mit einem Meter komme ich 11 Meter weit. Und das sieht man natürlich hier extrem eindrücklich, wie das der Fortschritt war von 20 Jahren Gleitschirmentwicklung. Bremsen sind zwar an, aber... Ja, weißt du, das rutscht doch, das ist wie ein Schlitten auf dem Gras, das oder? ist klar. Nein, zu weit rechts. Wie machen wir jetzt das? Der Stefan hatte ja einen Unfall gehabt, in dem, gerade nach dem Start hatte er einen Klapper gehabt, ist hart aufgeschlagen, hat sich den Rücken gebrochen und ist nachher wirklich schlecht weg gewesen. Mittlerweile ist er um mich recht gut weg, er kann sogar um mich stehen und ich verstehe völlig, dass er um mich fliegen will. Fliegen ist seine Leidenschaft, sein Leben. Er hat Fluglehrer gemacht, er hat eine Flugschule hier in Solothurn und dass er um mich fliegen kann ich verstehen. Ich kann es aber auch verstehen, wenn jemand nach dem Unfall Mühe hat, um in die Luft zu gehen. Und ich denke, man muss es akzeptieren, so wie es ist. Ich selber kann nicht mal sagen, wie es bei mir wäre, wenn irgendetwas hat. Weißt du, wenn los? Das ist gut. 1, 2, 3. An diesem Tag fliegt Kriegel im Tandem mit dem Fotografen Roby Bösch, der eine Fotostory über den Rollstuhlflug für ein Schweizer Magazin macht. Mystic music, come and save me from my memories. I'm so alone this time. Cosmic harmony, perfect harmony when mystic freeze inside my mind. Hold on, love strong. Ja, das ist... Super, das ist ein Packen. Gut gemacht. Gratuliere eigentlich. Das Erlebnis war ein bisschen wie heimkommen. Und in dem Moment, wo du in der Luft bist, merkst du gar nicht, dass das du dabei hast. sitzt im Fahrzeug. Du Das ist merkst, normal, ja. ja. Und der Stuhl gehabt. Das hat funktioniert, ja. Das ist die Bewährungsprobe bestanden. Also der Moment, dass ich mir überlegt habe, ob ich Höhengleitschirm fliegen mit dem Sport aufhören soll, das hat es sicher schon gegeben. Gerade jetzt mit der Familie oder auch nach vielen erfolgreichen Wettkämpfen, habe ich das Gefühl gehabt, das reicht jetzt. Aber es ist etwa einen Tag gegangen und ich habe das Gefühl gehabt, das ist meine Leidenschaft, ich muss das machen. Und ich will das so machen und ich habe das Gefühl, ich kann das am besten. Und darum finde ich das der richtige Beruf. Der Vater von 2 kleinen Kindern hat bisher noch alle gefährlichen Situationen heil überlebt. Auch wenn er oft an die Grenzen gegangen ist. Dass Gleitschirmsport als Adrenalin-Junkie-Sport bezeichnet wird, das kann ich nachvollziehen. Wenn ich es so betrachte, denke ich, 80–90% vom Flugsport, den ich betreibe, ist das gar nicht mehr das Thema, weil das für mich so normal ist, dass ich den Kick nicht mehr spüre. Oder, ja, es ist wie für andere Velofahren. Aber ich denke schon, ich mache ab und zu Tätigkeiten, wo es halt ein bisschen extremer ist. Und das mache ich wahrscheinlich, für das Gefühl zu erleben. Zum Beispiel Gleitschirmakrobatik. Eine Disziplin, in der Kriegel ebenfalls in seinem Element ist.
Die grundsätzliche Challenge ist schon mal, die Manöver überhaupt zu fliegen, weil es halt Präzisionsarbeit ist am Gleitschirm, aber auch ein ziemliches extremes Gefühl. Also ich habe extreme Körperbelastung und das in Kombination ist unbeschreiblich. Villeneuve am Genfer See. Die Schweizer Meisterschaft in Gleitschirmakrobatik ist ein Publikumsmagnet. An jedem Wettkampftag fliegen die Piloten einen Durchgang mit bestimmten Formen. Tumbling, Steilspirale, Helikopter und wie sie alle heißen. Die Jury bewertet nicht nur den Flug, sondern auch die Landung. Zusatzpunkte werden verteilt, wenn der Pilot vor der Landung auf dem Floß das Wasser touchiert. In der Disziplin Synchro nimmt auch Michael teil, der jüngere Bruder von Chrigel. Mit seinem Partner Adrian Hachen gehört er zur Weltspitze. Auch aus dieser Meisterschaft wird das Team als Sieger hervorgehen. Die beiden Brüder sind erst seit ein paar Jahren gemeinsam auf Wettkämpfen anzutreffen, seit Michael ins Feld der Spitzenathleten vorgedrungen ist. Mir ist bedeutet, dass ich mit meinem Bruder hier fliegen kann. Das ist speziell, weil es halt, wir sind aufgewachsen, 8 Jahre Unterschied, und wir haben eigentlich nie gross zusammen Sachen gemacht. Verschwiegen das Fliegen. Als ich angefangen zu fliegen, hatte er noch kein Interesse gehabt. Und dass er jetzt so schnell so gut ist geworden, ist natürlich schon noch speziell. Und das freut mich natürlich. Jetzt kann man, wenn man irgendetwas ausprobieren oder testen oder föteln, dann weiss man, was der andere kann, weil er kann ja das Gleiche wie man selber kann. Und darum hat das riesen Vorteile. Ja, heute Abend unterhalten wir uns nicht unbedingt über einen Wettkampf unterhalten, weil wir sind auch zum Spass da und es ist alles, was neben dem Wettkampf abläuft, nicht so ernst, wie es vielleicht aussieht im Wettkampf. Es ist auch cool, hier zu sein, im schönen Wetter und zu genießen. Ja. Der letzte Tag der Akromeisterschaft bricht an. Nach den 2 bisherigen Flügen liegt Chrigel auf Platz 5 und hofft, sich heute noch einen Podestplatz zu sichern. Einen Ball nehmen und irgendwie ein paar Teams spielen gegeneinander ist natürlich viel einfacher. Beim Gleitschirmsport ist es Fakt, dass es relativ komplex ist. Aber grundsätzlich spüre ich es, jeder Pilot für sich fliegen und nicht für das Publikum. Und darum ist eigentlich die Familie, die wir hier sind, relativ klein, von irgendwie 40 Athleten. Aber die sind mit Leidenschaft dabei, die haben einen riesen Aufwand, die kommen von der ganzen Welt hierher, für sich eben zu messen. Okay, welcome. I will just thank you a lot for yesterday with the timing. You respect a lot the timing and you respect a lot the safety. Il est 5 h du matin.
Die Akro ist nicht Riegels Paradedisziplin. Auch wenn er es in früheren Jahren im Solo bis zum Vize-Schweizermeister und in der Teamwertung zum Vize-Weltmeister geschafft hat. In diesem Jahr reicht es für den 6. Rang. Es gibt halt sehr unterschiedliche Arten von Gleitschirmsport. Und das, was man hier macht, jetzt so mit extremen Bewegungen, extremen Belastungen, wenn man nachher noch einigermaßen mithalten will, von der Perfektion und von den Manövern, das geht wahrscheinlich nicht mehr so lange. Oder man müsste viel mehr Zeit aufwenden zum Trainieren. Aber es gibt halt die Streckenflugwettkämpfe oder Hike-and-Fly-Wettkämpfe, wo ich denke, sind im Alter eher besser, weil man mehr Erfahrung hat. Man hat vielleicht mehr Ausdauer, körperliche Ausdauer. Und so kann man es viel kompensieren, was eben die Jungen noch nicht haben. Zusammen mit Thomas Thuria bereitet sich Riegel bereits auf das nächste Ziel vor. Die Schweizer Meisterschaft im Streckenflug. Thomas. Reib. Jo. Das zieht jetzt. Jetzt für eine Schweizer Meisterschaft, denke ich, bin ich so weit gerüstet. Ich konnte den Titel schon 3-mal gewinnen und habe so ein bisschen die Einstellung, den muss ich nicht noch mal gewinnen. Also, ich habe schon 3-mal und darum nimmt es mir recht viel Druck weg. Aber gleich geht es darum, am Tag des Wettkampfs normal in idealen Leistungszustand zu kommen. Und für das hilft mir nachher der Thomas. In der nächsten Folge. Riegel an der Schweizer Meisterschaft in Engelberg. Schafft er es ein 4. Mal, den Meistertitel zu holen?